jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend, Bonn. 4 Buchstaben und man wusste, jetzt kommt Bundespolitik. So war das rund 50 Jahre lang bis zum Umzug nach Berlin. Und so wird bei den Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes auch an die Bonner Republik erinnert, an den Geburtsort. Von manchen belächelt als Bundesdorf, doch die dort arbeiteten, in Politikbetrieb oder in den Medien, erinnern sich gern daran. Da mag im Rückblick manches verklärt werden und ein Regierungssitz so tief im Westen wäre heute gar nicht mehr vorstellbar im wiedervereinigten Deutschland. Aber eines war die Bonner Zeit überschaubarer. Vom Bürgerfest heute in Bonn berichtet Norman Odenthal. Schwarz-Rot-Gold war damals noch schwarz-weiß. So fing es an in Bonn am Rhein. Dem Beschaulichen, nach außen jedenfalls, das Bonner Innenleben hatte durchaus Temperament. Ein Augenblick bitte! Und dann ging die große Scheiße wieder los. Doch unerhört, ja. Herr Wirmeling, Sie sollten schweigen. Nun reden Sie doch nicht so einen Stuss hier. Herr Präsident, können Sie diesen Schreihals mal abstellen? Ein Theater. Das Bonner Theater. Gerhard Baum war mittendrin, als Abgeordneter, Minister, Vollblutpolitiker. Das ist ein Stück unserer Geschichte. Und es war gut, dass die am Rhein gespielt hat in dieser toleranten und offenen Situation, in der wir hier leben. Berlin ist anders, auch schon als Stadt, nicht wahr? Die Rheinländer haben ein offenes Verständnis für die Schwächen der Menschheit. Bonn darf sich also feiern und tut es heute auch. Der Bundespräsident hat den Garten voller Gäste. In der Villa Hammerschmidt, seinem Bonner Amtssitz. Demokratie interessiert, ganz offensichtlich, denn viele sind gekommen, feiern 75 Jahre Grundgesetz und die Bonner Verdienste daran. Die Mentalität der Rheinländer, der Bonner, diese gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen, hart zu streiten in der Sache, aber nicht Feinde zu werden darüber, das hat die Republik zu einem guten Teil geprägt. Da schwingt heute durchaus ein Schuss Nostalgie mit im Garten des Präsidenten. Damals in Bonn, das klingt nach guter alter Zeit. Es war volksnäher. Ich glaube, auch die Politiker waren dem Volk näher als jetzt in Berlin. Ich finde, dass ein Grundgesetz so was Wichtiges, was da entstanden ist, in so einem kleinen Dorf entstanden ist. Wenn man das weltweit sieht und mit USA vergleicht, finde ich das schon sehr bedeutend. Auch später, nach dem Regierungsumzug gen Berlin, bleibt die Stadt politisch. 6 Ministerien haben ja heute noch ihren Hauptsitz, dazu viele Behörden. Keine Frage, Bonn hat seinen Platz im Geschichtsbuch. Die Bonner Republik hat dem Land gut getan, nicht? Also wir haben solide aufgebaut, solide regiert und außerhalb einer Hektik, wie sie heute in Berlin zu finden ist. Nein, ich war ja einer derjenigen, die damals für Bonn gestimmt haben. Also eine kleine Wunde ist da noch da, aber sie ist verheilt. Vielleicht auch das ein Verdienst des Grundgesetzes, dem treuen Begleiter der deutschen Demokratie, ob an Rhein oder Spree. Die Millionenstadt Charkiw wurde von den Russen heute wieder schwer bombardiert. Mindestens 4 Menschen wurden getötet, Dutzende verletzt. Getroffen wurde ein Baumarkt, in dem sich an einem Samstagnachmittag viele Kunden aufhielten. Das heißt, eine große Zahl von Menschen werde noch vermisst. Präsident Selenskyj sagte dazu, hätte die Ukraine genügend Flugabwehrsysteme und Kampfflugzeuge, wären solche Angriffe nicht möglich. Dara Hassanzadeh berichtet für uns aus Charkiw. Vor dem Angriff heute hat er dort ein Krankenhaus besucht. Das Bein ist mehrfach gebrochen, dazu von Splittern zerschnitten. Aber es konnte durch eine Operation gerettet werden. Mein Name ist Oleksandra, ich komme aus Wowtschansk, ich bin Arzt. Als Russland vor rund 2 Wochen die Grenzstadt im Norden von Charkiw angriff, arbeitete er als Notarzt, evakuierte Verletzte. Er war im Dauereinsatz, bis es ihn selbst traf. Wir haben Patienten aus der Klinik in den Krankenwagen verlegt, er fuhr los und die Bomben fielen. Die Schwester und der Arzt, beide kennen sich gut, beide stammen aus der gleichen Stadt, die über Nacht zur Front wurde. Jetzt versorgt sie sein Bein. Es sei einfach nur schmerzhaft, erzählt sie, was wir durchmachen.
Nahezu täglich Luftangriffe, dazu das Wissen, in Mariupol und Dnipro hat Russland bereits Krankenhäuser zerbombt. Das Krankenhaus ist ein wichtiges Objekt von Charkiws Infrastruktur. Wir arbeiten in ständiger Angst. Doch wir setzen unsere Arbeit fort und vergessen nicht, dass wir Chirurgen sind. Die Chirurgie im Charkiwer Krankenhaus gut ausgestattet, aber von Hilfslieferungen abhängig. Ärzte und Pfleger arbeiten in 24-Stunden-Schichten. Es fehlen Ärzte, aber was sich Patienten wie Personal wirklich wünschen, kann die Krankenhausverwaltung nicht liefern: Flugabwehr. Charkiw ist den russischen Luftangriffen fast schutzlos ausgeliefert. Und trotzdem leben hier noch immer knapp 1 Million Menschen. Sie wollen ihre Stadt nicht aufgeben, trotz der Gefahr. Allein vorgestern starben in Charkiw 7 Menschen durch einen russischen Luftangriff. Dutzende wurden verletzt. Es traf eine Druckerei. Svitlana arbeitete dort am Band. Sie überlebte. Es passierte so schnell. Wir haben nicht verstanden, was los war. Es gab eine große Explosion, dann brach das Feuer aus. Wir lagen am Boden unter dem Schutt. Ihr Leben sei nun, sagt Svitlana, in ein Vorher und in ein Danach unterteilt. Sie hofft bald aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. In Charkiw will sie aber bleiben. Und jetzt geht's bei dir erstmal weiter, Heinz, mit anderen Nachrichten. Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Münch, zeigt sich alarmiert über die jüngsten Angriffe auf Politiker und Wahlkampfhelfer. Die Zahl der Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger haben sich in den vergangenen 5 Jahren verdreifacht, sagte er der Taz. Wir sehen, so Münch, dass die Unzufriedenheit mit staatlichen Institutionen Beleidigungen und Bedrohungen befördert und auch Gewalt. Auch nachdem die internationalen Verhandlungen über ein Pandemieabkommen gestern ohne Einigung beendet wurden, sieht Bundesgesundheitsminister Lauterbach hier kein endgültiges Scheitern. Es brauche mehr Zeit, schrieb Lauterbach auf der Plattform X. Die Weltgesundheitsorganisation hatte ursprünglich das Ziel, das Abkommen in der kommenden Woche zu verabschieden. Uneinigkeit gab es unter anderem bei den Themen Pandemievorbeugung und Finanzierung. Nach dem schweren Erdrutsch in Papua-Neuguinea haben erste Rettungs- und Suchteams die abgelegene Region erreicht. Die Behörden befürchten etwa 100 Tote. 300 Menschen sollen verschüttet worden sein. Der Erdrutsch traf rund 600 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Port Moresby, unter anderem das Dorf Kaukalam. Laut Medienberichten sind mehr als 1000 Häuser unter den Erdmassen begraben worden und es werden noch weitere Erdrutsche befürchtet. China hat seine Militärübung rund um Taiwan beendet, die auch eine Warnung an den neuen Präsidenten dort sein sollte, eine formelle Unabhängigkeit Taiwans anzustreben. Wie das Verteidigungsministerium in Taipeh mitteilte, seien allein am letzten Tag des Manövers 47 Kampfflugzeuge in die Luftverteidigungszone eingedrungen. So viele binnen eines Tages waren es dieses Jahr noch nie. Côte d'Azur kann Goldene Palme. Der Dreiklang der Filmfestspiele jedes Jahr aufs Neue. Mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Und schon hat man die Bilder von Korsett und rotem Teppich vor Augen. Wobei Cannes ja immer auch den Anspruch hat, auf der Leinwand politisch und gesellschaftskritisch zu sein. Wie die Festspiele diesmal verliefen und wer die Goldene Palme heute Abend gewonnen hat, berichtet Anne Arendt. Es ist ein Film mit vielen überraschenden Wendungen, turbulent und niederschmetternd. Sean Baker erzählt die Geschichte der Striptease-Tänzerin Anora und erhält dafür von Hollywood-Legende George Lucas die Goldene Palme. Ich widme sie allen Sexarbeitern gestern, heute und in der Zukunft. Starke Frauen, Gewalt, das Überwinden von Grenzen, darum geht es auch in dem Film, der an diesem Abend gleich mehrfach ausgezeichnet wird. Emilia Perez. Ein Musical über einen mexikanischen Drogenboss, der einen Neuanfang als Frau wagt. Das ganze weibliche Ensemble wird geehrt. Und selbstverständlich ist dies ein Preis für alle Transmenschen, für uns, die so lange und so viel leiden müssen.
Es gab viele bewegende Szenen, auch vor dem Festivalpalast in diesem Jahr. Das Schweigen über sexuelle Gewalt in der Filmbranche wurde gebrochen. Und zum Missfallen der Festivalleitung ließen sich Politik und Protest nicht vom Teppich verbannen. Cate Blanchett kleidete sich, wohl kein Zufall, in den Farben Palästinas. Und ein Film über den Aufstieg Donald Trumps wurde vom echten Trump im weit entfernten Amerika als Müll bezeichnet. Relevante Geschichten entstehen nicht in ruhigen Zeiten. Stimmen, die gehört werden müssen, erheben sich nicht aus der Stille oder aus der Sicherheit. Es sind Schreie aus dem Chaos der Welt. Eine besondere Ehrung erhält der regimekritische Regisseur Mohammad Rasulov. Nach einer gefährlichen Flucht aus seiner Heimat Iran, wo er zu Haft und Folter verurteilt worden war, erreicht er Cannes zur Premiere seines Films. Darin greift er auch in Realbildern die politischen Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini auf. Es geht um einen Richter, der unter dem Druck steht, immer härtere Urteile zu fällen. Schleichend hält das diktatorische Regime Einzug, auch in seine Familie. Als die Töchter rebellieren, eskaliert der Konflikt. Meine Botschaft an Filmemacher im Iran ist, dass sie keine Angst vor Drohungen und Zensur des Regimes im Iran haben sollen. Es sind sie selbst, die Angst haben, und die wollen, dass es uns auch so geht, dass wir Angst haben. Sie wollen uns entmutigen, aber lasst euch nicht einschüchtern. Filme und Geschichten ließen sich nicht einsperren. Ein Appell, der über allem steht an diesem Abend zum Abschluss des Filmfestivals in Cannes. Zum Abschluss der Leichtathletik-Para-WM im japanischen Kobe gab es 2 Titel für das deutsche Team. Johannes Flors wurde zum 4. Mal nacheinander Weltmeister über 400 Meter. Und sein Teamkollege Leon Schäfer sprintete im 100-Meter-Endlauf zu Gold. Für Leon Schäfer ist es der bereits 2. WM-Titel nach Gold im Weitsprung, jetzt auch über die 100 Meter Distanz, das mit deutschem Rekord. In der Klasse der einseitig Unterschenkelamputierten braucht Schäfer aber fast die Hälfte der Strecke, um überhaupt ins Laufen zu kommen, liegt auf Bahn 5 anfangs weit zurück. Noch dann zeigt der 26-Jährige, in welch überragender Form er gerade ist, siegt am Ende in 12,03 Sekunden. Ich habe die Jungs alle wegziehen sehen und dachte mir so, Junge, das kann nicht sein, jetzt hack einfach rein. Und das habe ich gemacht und am Ende das Ding gewonnen. Bei den Doppelunterschenkelamputierten ist Johannes Flors auch in Kobe der bestimmende Läufer. Seit 2015 ist er über 400 Meter bei internationalen Großereignissen ungeschlagen und auch hier bleibt diese Serie bestehen. Seine Siegerzeit am Ende 47,49 Sekunden. Schäfer und auch Flors können nun beide ganz beruhigt für die Paralympics planen. Und wir kommen zu den Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 8, 15, 24, 32, 38, 41. Superzahl 5. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Und jetzt die Wetteraussichten. Morgen bleibt es südlich des Mains bei einem Sonne-Wolken-Mix meist trocken. Sonst entwickeln sich zum Nachmittag zahlreiche Schauer und Gewitter. Dazu gibt es 21 bis 25 Grad. Doch die nächsten Tage bleiben wechselhaft mit zum Teil kräftigen Gewittern und starkem Regen. Die Höchsttemperatur liegt bei 16 bis 26 Grad. Das war's von uns. Weiter geht's gleich mit dem Erzgebirgskrimi. Und um 23:30 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Bis morgen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.